Guten Tag, liebe Zuhörer. Willkommen bei Wow Spoken German. Ich bin Adele und heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Wir sind auf dem Wochenmarkt und zeigen euch, wie man auf Deutsch einkauft, verhandelt und mit den Verkäufern spricht. Wenn ihr Deutsch lernt, dann ist diese Folge wie ein kleines Geschenk für euch. Peter, bist du aufgeregt? Hallo zusammen, ich bin Peter und ja, ich bin total aufgeregt. Ich liebe Märkte, die Atmosphäre, die Gerüche, die Farben. Schaut euch das an. Frisches Gemüse, buntes Obst, frisch gebackenes Brot. Es ist wirklich wunderbar. Adele, wo fangen wir heute an? Ich denke, wir gehen zuerst zum Gemüsestand dort drüben. Ich brauche Tomaten, Paprika und Kartoffeln für das Abendessen heute. Aber bevor wir anfangen, liebe Zuhörer, seid ihr schon einmal auf einem deutschen Wochenmarkt gewesen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir freuen uns immer sehr auf eure Antworten. Gute Idee, Adele. Ich sehe dort einen Stand mit wunderschönem Gemüse. Komm, wir gehen hin. Entschuldigung, guten Tag. Guten Tag, was darf es für Sie sein? Guten Tag. Wir würden gerne ein paar Tomaten kaufen. Wie viel kosten Ihre Tomaten heute? Die Tomaten kosten heute 2,50 € pro Kilogramm. Sie sind heute Morgen frisch geliefert worden, aus der Region, sehr süß und saftig. Möchten Sie eine probieren? Oh, sehr gerne. Die sind wirklich ausgezeichnet. Adele, probier auch mal. Die schmecken fantastisch, voll und fruchtig. Wir nehmen 2 Kilogramm bitte. Aber sagen Sie, ist das Ihr bester Preis? Wir sind Stammkunden hier auf dem Markt. Naja, für 2 Kilogramm und als Stammkunde mache ich Ihnen einen kleinen Sonderpreis. Sagen wir 4,70 € für beide Kilogramm. Das ist sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Seht ihr, liebe Zuhörer, das war ein Beispiel für höfliches Verhandeln auf Deutsch. Man fragt freundlich, ob es einen besseren Preis gibt, und oft bekommt man einen kleinen Rabatt. Das Wichtigste ist, immer höflich und freundlich bleiben. Was denkt ihr? Würdet ihr es auch versuchen? Schreibt es in die Kommentare. Genau, Adele. Und das Wort Stammkunde ist auch sehr nützlich. Ein Stammkunde ist jemand, der regelmäßig bei demselben Geschäft oder Stand kauft. Wenn man Stammkunde ist, bekommt man manchmal bessere Preise oder kleine Extras. Also lohnt es sich, immer zum gleichen Stand zu gehen. Wunderbar erklärt, Peter. Wir nehmen die 2 Kilogramm Tomaten. Und hätten Sie auch Paprika? Aber natürlich, rote, gelbe und grüne Paprika, alles frisch. Die roten kosten 1,80 € das Stück oder 5 Stück für 8 €. 5 für 8 €. Das wären 1,60 € pro Stück. Das ist schon ein gutes Angebot. Nehmen wir 5 rote Paprika bitte. Können Sie uns die schönsten und festesten aussuchen? Natürlich! Schauen Sie, diese hier sind wirklich erstklassig. Groß, fest, wunderschöne Farbe. Das sind die besten auf dem ganzen Markt, das verspreche ich Ihnen. Die sehen herrlich aus. Danke. Und was ist mit Kartoffeln? Haben Sie auch welche? Ja, natürlich. Wir haben heute wunderschöne, festkochende Kartoffeln direkt vom Bauernhof hier aus der Region. 1 Kilogramm kostet 90 Cent. Adele, ich erkläre kurz für unsere Zuhörer. Festkochend bedeutet, dass die Kartoffeln beim Kochen ihre Form behalten. Das ist perfekt für Kartoffelsalat, Bratkartoffeln oder Suppen. Mehlig kochend hingegen werden sie weich und cremig, ideal für Kartoffelpüree oder Knödel, und vorwiegend festkochend liegt irgendwo dazwischen. Was für eine tolle Erklärung, Peter. Liebe Zuhörer, das ist wirklich nützliches Deutsch für den Alltag. Wisst ihr jetzt den Unterschied? Festkochend, mehlig kochend, vorwiegend festkochend. Wir nehmen 2 Kilogramm festkochende Kartoffeln bitte. Was macht das alles zusammen? 4,70 € für die Tomaten, 8 € für die Paprika und 1,80 € für die Kartoffeln. Das macht zusammen 14,50 €. Sehr gut, hier sind 15 €. Dankeschön. Hier ist Ihr Wechselgeld, 50 Cent. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. So, Peter, das war super. Jetzt gehen wir weiter. Ich sehe dort einen Obststand. Oh, schau, was für wunderschöne Erdbeeren. Oh ja, die sehen fantastisch aus, so rot und frisch. Entschuldigung. Guten Tag. Wie viel kosten Ihre Erdbeeren heute? Guten Tag. Die Erdbeeren kosten 3 € pro Schale. Eine Schale hat ungefähr 500 Gramm. Die kommen direkt vom Bauernhof 5 Kilometer von hier. Heute Morgen frisch gepflückt. Heute Morgen gepflückt. Das ist wirklich frisch. Darf ich kurz eine probieren? Natürlich, bitte sehr. Köstlich. Die sind unglaublich süß. Adele, du musst das probieren. Oh, danke. Das ist fantastisch. Liebe Zuhörer, stellt euch vor, wie diese Erdbeeren schmecken.
so frisch, so süß. Auf dem Markt zu kaufen ist wirklich etwas ganz Besonderes. Wir nehmen 2 Schalen bitte. Und was kosten die Kirschen? Die Kirschen kosten 5,50 € pro Kilogramm. Heute sind sie besonders reif und süß. Das Wetter war diese Woche perfekt für die Kirschen. 5,50 €. Wäre es möglich, 2 Kilogramm für 10 € zu bekommen? Wir kaufen schon die Erdbeeren bei Ihnen. Na, weil Sie schon die Erdbeeren nehmen und so freundlich fragen. Gut, 2 Kilo für 10 Euro, einverstanden. Wunderbar, vielen Dank. Ihr seht, liebe Zuhörer, wie das Verhandeln auf Deutsch funktioniert. Man kauft mehrere Sachen beim gleichen Verkäufer, man fragt höflich und manchmal bekommt man einen besseren Preis. Das nennt man auf Deutsch auch feilschen. Aber auf deutschen Märkten sagt man das Wort eher nicht. Man fragt einfach höflich. Genau. Feilschen klingt oft etwas zu direkt auf deutschen Märkten. Besser ist es, freundlich zu fragen, gibt es vielleicht einen Rabatt? Oder können Sie mir etwas entgegenkommen? Oder was ist Ihr bester Preis? Das klingt viel natürlicher und freundlicher. Perfekte Tipps, Peter. Also merkt euch, liebe Zuhörer, gibt es vielleicht einen Rabatt? Können Sie mir etwas entgegenkommen? Was ist Ihr bester Preis? Wiederholt diese Sätze. Sie sind wirklich nützlich. Und noch ein Geheimtipp. Geht kurz vor Marktschluss einkaufen. Die Verkäufer möchten ihre frischen Waren nicht mit nach Hause nehmen, deshalb geben sie manchmal deutlich bessere Preise gegen Ende des Marktes. Das ist ein echtes Insiderwissen. Oh, das ist wirklich ein toller Tipp. Ich habe das selbst schon erlebt. Manchmal bekommt man kurz vor Schluss wirklich günstige Preise. Gut, jetzt möchte ich noch zum Bäckerstand. Ich sehe dort drüben frisches Brot. Der Duft ist schon von hier aus unglaublich. Frisches Brot vom Markt, das ist doch unschlagbar. Gehen wir. Entschuldigung. Guten Tag. Was haben Sie heute Schönes im Angebot? Guten Tag, willkommen. Wir haben heute frisches Sauerteigbrot, Dinkelvollkornbrot, Roggenbrot und natürlich unsere handgemachten Brötchen. Alles frisch, heute früh gebacken. Es riecht hier wunderbar. Das Sauerteigbrot. Wie groß sind die Laibe und was kosten sie? Das große Sauerteigbrot, etwa 1 Kilo, kostet 4,50 €. Das kleine, etwa 500 Gramm, kostet 3 €. Das Dinkelvollkornbrot kostet 5 € für den großen Laib. Sauerteigbrot ist wirklich typisch deutsch. Adele, magst du Sauerteigbrot? Ich liebe es. Und liebe Zuhörer, wisst ihr, was Sauerteigbrot ist? Es ist ein Brot, das mit natürlichem Sauerteig gebacken wird, ohne künstliche Hefe. Das gibt dem Brot einen leicht sauren Geschmack und macht es besonders haltbar und gesund. In Deutschland gibt es über 300 verschiedene Brotsorten. Ist das nicht unglaublich? Deutschland ist wirklich das Land des Brotes. Welches Brot mögt ihr am liebsten? Schreibt es uns in die Kommentare. 300 Brotsorten, da staune ich jedes Mal wieder. Wir nehmen das große Sauerteigbrot bitte. Und ich würde auch gerne ein Dutzend Brötchen kaufen. Was kostet ein Dutzend? Ein Dutzend Brötchen, das sind 12 Stück, kostet 3 €. Heute haben wir Sesam, Mohn und klassische Kaisersemmeln. Oh, Kaisersemmeln, die sind meine absoluten Lieblingsbrötchen. Können wir 4 Sesam, 4 Mohn und 4 Kaisersemmeln bekommen? Natürlich kein Problem. Möchten Sie auch unser selbstgemachtes Kürbiskernbrot probieren? Wir haben noch ein kleines Stück als Kostprobe. Oh, eine Kostprobe, sehr gerne. Das ist wunderbar. Das Kürbiskernbrot hat so einen nussigen, reichen Geschmack. Adele, probier auch. Das ist köstlich. Sagen Sie, was kostet das Kürbiskernbrot? Ein großer Laib Kürbiskernbrot kostet 5,80 €. Wir kaufen schon das Sauerteigbrot und die Brötchen. Wären Sie bereit, uns alle 3 Sachen, das Sauerteigbrot, die Brötchen und das Kürbiskernbrot, für 13 € zu verkaufen? Das wäre eigentlich 13,30 € zusammen. Aber gut, weil Sie so nett fragen und weil ihr Kürbiskernbrot wirklich probieren solltet. 13 €, einverstanden. Vielen Dank, das ist sehr freundlich. Hier sind 13 €. Dankeschön. Alles zusammen in einer Tüte? Auf Wiedersehen und viel Spaß mit den Backwaren. Auf Wiedersehen. Wie schön war das, Peter? Wir haben auch beim Bäcker einen kleinen Rabatt bekommen. Und wir haben ein neues Brot entdeckt. Kürbiskernbrot. Ja, das war wunderschön. Adele, lass uns kurz zusammenfassen, was wir heute alles gelernt haben. Für unsere lieben Zuhörer natürlich. Erstens, wie man höflich nach dem Preis fragt. Was kostet das? Oder wie viel kostet das? Zweitens, wie man höflich verhandelt.
Gibt es vielleicht einen Rabatt? Oder können Sie mir etwas entgegenkommen? Oder was ist Ihr bester Preis? Drittens. Die Strategie, mehrere Sachen beim gleichen Verkäufer zu kaufen, das erhöht die Chancen für einen besseren Preis. Und viertens, kurz vor Marktschluss einkaufen für besonders günstige Angebote. Perfekte Zusammenfassung. Und wir haben heute so viele schöne Vokabeln gelernt. Der Markt, der Verkäufer, der Preis, der Rabatt, der Sonderpreis, die Schale, das Kilogramm, das Wechselgeld, festkochend, mehlig kochend, der Sauerteig, die Kostprobe. Liebe Zuhörer, welches Wort findet ihr am nützlichsten? Schreibt es in die Kommentare. Toll! Und denkt daran, das Allerwichtigste beim Einkaufen auf dem Markt ist nicht der Preis, es ist die menschliche Verbindung. Wenn man freundlich ist, ein Lächeln schenkt, sich für die Produkte interessiert, dann ist das Einkaufen auf dem Markt ein wirklich schönes Erlebnis. Das ist so wahr, Peter. Der Markt ist nicht nur ein Ort zum Einkaufen, er ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, reden, lachen und das Leben genießen. Liebe Zuhörer, wenn ihr das nächste Mal die Möglichkeit habt, einen Wochenmarkt zu besuchen, ob in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder in eurer Heimatstadt, dann geht hin. Es lohnt sich immer. Wunderbar gesagt, Adele. Und liebe Zuhörer, übt die Sätze aus dieser Folge. Sprecht laut mit uns. Was kostet das? Gibt es vielleicht einen Rabatt? Ich nehme 2 Kilogramm bitte. Haben Sie noch etwas Wechselgeld? Wiederholt sie immer wieder, so lernt ihr Deutsch am besten. Genau. Und wenn ihr diese Folge hilfreich und nützlich fandet, dann unterstützt uns bitte. Abonniert den Kanal Wow Spoken German. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und hinterlasst einen Kommentar. Was war eure Lieblingsszene heute? Was habt ihr Neues gelernt? Wir antworten sehr gerne. Ja, eure Kommentare bedeuten uns wirklich viel. Wir lesen wirklich alles und freuen uns über jede Nachricht. Also, liebe Zuhörer, bis zur nächsten Folge von Wow Spoken German. Bleibt neugierig, bleibt fleißig und vor allem viel Spaß beim Deutschlernen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Macht es gut, alle zusammen.